Also der komplette Artikel liest sich komisch. Ich würde tatsächlich ganz gerne nochmal zu dem Tisch zurückgehen, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber eigentlich... Entschuldigung. Vielleicht... die da oben, also rein theoretisch müssten die ja, wenn die hier oben stehen, müssten die ja was gesehen haben, oder? Help me, please. Excuse me? What? I'm not sure I know. Do you know anything about this? I can't help you with that, sir. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Aber die gucken doch... Warte mal, was ist mit ihm hier? Help me, please. I can't help you, friend. Da ist der Tisch. Ah, ich verstehe es nicht. Was ist denn mit meiner Katze los? Also was wir wissen, ist, dass der Herr auf jeden Fall Richtung Lobby gegangen. Also nein, der ist raus in den Vorgarten. Der muss also irgendwo draußen sein. Warte mal, hat der hier irgendwas zu sagen? May I ask for your assistance? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Niemand weiß Bescheid, das ist ja super. Wir haben angeblich auch nichts gesehen. Your room is upstairs, sir. Number 221. Ja, darum geht's mir nicht. Is this familiar to you? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Muss ich jetzt echt jeden anquatschen, der sich in der Lobby und drumherum befindet? Oder ist das verbuggt oder so? I don't know. Der weiß nichts. Da habe ich schon nachgefragt. Die wissen auch nichts. Die wissen nichts. Vielleicht wissen die was. Einer? Could you help me? I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. Do you know anything about this? I would help you if I knew, sir. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking, about what and dressed as what? Can you satisfy my curiosity? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. Do you know anything about this? Sorry, but I've never heard of it. Everyone's looking at us, Sherry. Weil ich verstehe es You nicht. sure you know what you're doing? Would you like a drink, sir? Nee, will ich nicht. Ich verstehe halt nur nicht. Der ist ja hier, also der muss ja da lang sein. May I ask you something? I can't help you with that, sir. Is this familiar to you? I usually have an answer for everything, but not for this. Es hat Time to check your keiner who, what eine, and Mensch, halt die what, Klappe. Sherry. Es hat Who are you keiner eine asking, Info about über what and dressed as what? diesen Typen. Ich verstehe es nicht. Da komme ich nicht lang. Schade. In der Lobby nicht. Excuse me, just one question. I cannot be of help, sir. Someone else might know better. Ist kaputt gemacht? May I ask for your assistance? I usually have an answer for everything, but not for this. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking, about what and dressed as what? Die da hinten habe ich alle gefragt. Die hier auch. Da. Warte mal, die da hinten sitzen vielleicht? Could you help me? I would never deny you, sir, but I know nothing about this. Okay, das ist leicht nervig. Die haben da gesessen. Das Pärchen
Wunderschönen guten Morgen, ŵᵉŻᵇᵘⁿ. Das Pärchen, für uns saßen 3 Personen an unserem Tisch. Ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist, aber der Marineoffizier hat sich wohl in den Vordergarten begeben. Der Vordergarten ist doch meines Wissens nach da, oder nicht? Gut, so, er weiß nichts, die wissen nichts, der von der Rezept auch nicht. Do you know anything about this? Sorry, but I never heard of this. Is this familiar to you? I usually have an answer for everything, but not for this. Es hat Everyone's looking keiner at eine us, Antwort. Sherry. Was ist denn das? You sure you know what you're doing? Was macht die Katze? Achso. Could you help me? Sorry, but I've never heard of it. May I ask for your assistance? Excuse me? What? I'm not sure I know. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Katze räumt auf. Ich habe keinen blassen Schimmer. Der sollte hier irgendwo sein, ne? Englischer Lehrer, starker Raucher, aufgeschlossen. Ich habe jetzt alle Leute gefragt. Oder ich habe es kaputt gemacht. Ich weiß es nicht. Fängt ja gut an. Gucken, ob ich hier irgendwen noch habe. Aber die können ja alle nichts gesehen haben. Help me, please. Sorry, but I never heard of this. Nein. Wie sollen die auch was gesehen haben? Can I ask you a question? I can't help you with that, Der sir. kann auch nichts gesehen haben. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Can I ask you a question? Excuse me? What? I'm not sure I know. Excuse me, just one question. I can't help you with that, sir. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Are you able to help me? I can't help you, friend. Aber der guckt doch direkt da drauf. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht, Chat. Ich habe das Spiel kaputt Could gemacht. you help me? Sorry, but I never heard of this. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Aber ich habe doch... Warte mal. Ich habe doch das Richtige ange... Oder liegt das daran, weil ich das Falsche angeheftet habe? Mit einem englischen Adligen? Ich könnte die anderen Gäste fragen, wer von uns... Das hatten wir ja schon. Ich frage die jetzt nochmal alle der Reihe nach May durch. I ask you something? My dear fellow, you're talking to the right man. Wow. Ernsthaft? Ich muss... Okay. Sehr schön. Der ehemalige Marineoffizier Mr. Rhodes war mit dem adligen Pärchen an unserem Tisch gesessen. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segeln unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumgespielt hatte. Womöglich hat sie ihn dann beiseite gelegt und ihr Mann hatte vergessen, ihn mitzunehmen, als sie sich zur Séance des Mediums aufgemacht hatten. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst die Séance aufzusuchen. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Ey, Dios mio. Okay, also, wir haben dazu gelernt. Wir notieren uns mal bitte, dass, wenn ich sowas mache, dass ich dann auch das Richtige angeixt haben muss. Dieses Wette mit John war tatsächlich, es ist doch zum Kotzen. Dann möchte er, selbst die Songs aufzusuchen.
Spikey, wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen und vielen Dank für dein Follow. Ich hätte also die Wette gewinnen können, ja. So, Séance, ich denke mal, das ist hier. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Ah ja. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Ich habe gut geschlafen und du? Ja, naja, um 8:30 war meine Nacht zu Ende tatsächlich. Geschwollene, gerötete Augen, Haut. Okay. Guten Morgen, Kuffer. Hallo Herzchen, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich komme nicht weiter runter. Ah, oh Gott. Trägt keinen Ehering, man hat eine Knoblauchzwiebel. Schlug vor kurzem jemanden. Okay, das haben wir ja gesehen, ne? Knoblauchzwiebel trägt keinen Ehering, rotes Gesicht, geschwollene, gerötete Augen, teure neue Kleidung. Reich und modebewusst, gerötete Fingerknöchel, schlug vor kurzem jemanden. Ausgehend vom Wappen auf dem Siegelring und auf dem Gehstock kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass dieser Mann Lord Craven ist, ein englischer Adeliger mit der Angewohnheit, Kurorte aufzusuchen, um seine kranke Leber auszukurieren. Seinem aufgedunsenen und rötlichen Gesicht nach zu urteilen, hat er einige alkoholische Getränke zu sich genommen. Ob ihn vielleicht die Séance so aufgewühlt hat? Seine ledierten Fingerknöchel lassen den Schluss zu, dass er Boxunterricht nimmt, um in Form zu bleiben. Er war bereits über seinen verschwundenen Gehstock verärgert und nun regt er sich fürchterlich über einen gestohlenen Diamanten auf. Okay. Mir geht's so weit. Ich will endlich 3K. Die Rio. Also viele haben es tatsächlich irgendwie schon geschafft. Ich glaube, ich wäre halt immer noch nicht so weit, ne? Schlaf ja nicht so dolle seit Jahren wegen der Sache. Ja, verständlich. Ich bin tatsächlich mehrmals wach geworden in der Nacht. Aber um 8:30 war ich halt so wach, dass ich dann einfach aufgestanden bin. Simple deduction. Your cane told me everything. I was after a British noble who takes boxing lessons but suffers from some liver issues. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Well, you're half correct. I am indeed Lord Andrew Craven. Your other guesses were wrong. But you still have the edge over that blasted medium. Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? Ah! It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble.
The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Wunderschönen guten Morgen, Finn, und hallo, Schniepi. Finn, danke für deinen Blog. Ist eigentlich mal wieder WoW dran. Ja, aktuell habe ich halt so gar keine Ambition, WoW mal wieder zu starten, beziehungsweise das Abo zu reaktivieren. Und ich würde halt jetzt auch aktuell echt hinterherhängen. Von daher. Ich glaube, diese Season setze ich mal komplett aus. Ist ja auch mal nicht schlecht. Ich habe im Moment eigentlich nicht wirklich Lust dran. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. Placed on the The ghost table was so here, that Sherry. all participants could reach it. Ups, jetzt habe ich aus Versehen mehrere Sachen gleichzeitig. Voila. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a poor Laranaga cigar. What else does a gentleman need? Wunderschönen guten Morgen, Night Owl. Das hatte ich schon, das da hinten hatte ich auch. Aber ich kann tatsächlich, warte mal, doch, ich kann mich bewegen. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Mhm. Der Hinweis für Gedankenspiele ist halt auch nett, ne? Das habe ich ja schon. Eins fehlt noch. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das Kerzenwachs oder so? Ah, guck mal. Was ist denn das? This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Gedankenspiele, ja. Lady Craven saß gegenüber dem Fenster. Bei der Séance war Lady Cravens Platz am Tisch gegenüber dem Fenster, das zum Atrium zeigt. Aber ist das jetzt in Verbindung mit das Medium Luca ist im Besitz einer Brosche? Schlussfolgerung. Okay, ja gut, die haben wir noch nicht. Wir haben ja erstmal nur die Hinweise, ne? Fallmappe. In der Mitte befindet sich ein Tisch, an dem die Séance abgehalten wurde. Auf dem Tisch steht eine Schale, in der der Diamant platziert worden war. Am Platz unweit der Tür befinden sich ein halbleeres Whiskyglas und die Überreste einer Zigarre. Am Platz gegenüber dem Fenster liegt ein umgeschüttetes, kaputtes Weinglas. Okay.